Heute im Video sprechen wir über eine skandalöse Reklame vom Wochenmagazin Kropka TV, welche über Biedronka herausgegeben wird. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wenn dir das Video gefallen sollte, würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch die Glocke aktivierst. Dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade, und würde mich wirklich sehr unterstützen. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank dafür. Kommen jetzt aber auch schon direkt zum Hauptthema. Ich denke mal, jeder von euch oder zumindest die meisten von euch kennen die Supermarktkette Biedronka. Biedronka ist die größte Supermarktkette in ganz Polen und meiner Meinung nach auch das zweitgrößte Unternehmen in ganz Polen. Biedronka hat den Hauptsitz in Polen, gehört aber zur portugiesischen Unternehmungsgruppe Jerónimo Martins. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und diese Unternehmungsgruppe bringt auch ein Wochenmagazin raus, welches es exklusiv nur in Biedronka gibt, und das heißt Kropka TV. Dieses Wochenmagazin ist einfach eine wöchentliche Zeitung, wo halt das Fernsehwochenprogramm der ganzen Woche vorgestellt wird. Auch Berichte über Prominente kann man dort lesen oder auch irgendwelche Kochrezepte. Halt ein typisches Wochenmagazin halt. Und in diesem Wochenmagazin gab es eine skandalöse Reklame, sage ich mal, Reklame oder ja, Bericht, wo auch homophobe und ja, frauenverachtende Sprüche vorkommen. Und ich zeige euch vielleicht einfach mal den Bericht, damit ihr auch wisst, worum es da geht. Ich nehme euch mal wie immer mit auf meinen Bildschirm. Moment. So, und das ist hier der originale Zeitungsausschnitt aus dem Wochenmagazin Kropka TV. Und zwar, wie schon gerade erwähnt, handelt es sich hier um eine Reklame für ein Potenzmittel in Form einer Geschichte oder eines Beitrages hier des 40-jährigen gut aussehenden Mannes, der anscheinend Erektionsprobleme hat. Ja, und in diesem Bericht kommen halt homophobe und frauenverachtende Sprüche vor wie Schwuchtel oder was habe ich hier auch noch gelesen? 3 Mädels, die warten im Club einfach nur Punkt zu werden. Ich übersetze hier auch einfach mal, was hier oben hier noch steht. Hier steht auch nochmal, erlaub es nicht, dass man dich schwul hinter deinem Rücken nennt, oder hier erhalte 100% Männlichkeit, vergrößere dein Glied, erhalte eine steinharte Erektion und schon nach 24 Stunden erwirbst du die Frau vor der Nase von dem Typen, der vorher noch über dich gelacht hat. Dann haben wir hier auch noch Werbesprüche, weiß nicht, ich persönlich finde das witzig, wenn hier steht, Gliedvergrößerung um 10 cm. Ja, in diesem Fall sollte man dann wirklich schon aufpassen, vielleicht keine Überdosis zu nehmen, weil das kann sonst wirklich in die Hose gehen. Ja, auch natürlich der Herausgeber bzw. die Unternehmungsgruppe Jerónimo Martins, also die Handelskette Biedronka besitzen, entschuldigt sich selbstverständlich für diesen Zeitungsbericht. Die Zeitung wurde auch sofort aus dem Verkehr gezogen, und hier steht dann auch nochmal, dass 16 Jahre kein Skandal vorgekommen ist. Und ja, hier wird dann auch nochmal kurz beschrieben, was in dem Bericht drin steht, das, was ich hier schon gerade erwähnt habe, auch hier, dass die 3 Mädels im Club nur darauf warten, Punkt zu werden. Und ja, hier wird dann auch noch mal kurz beschrieben, wie die eigentlich darauf gekommen sind, warum dieser Text verfasst wurde. Und dann steht das hier auch, ja, es sollte jemand einen männlichen Text verfassen, und ja, dann ist einfach das dabei entstanden. Also, wenn ich mal meine persönliche Meinung dazu geben darf, ich finde diese Werbung schon, ja, schon sehr primitiv beschrieben, und meiner Meinung nach geht das auch schon wirklich unter die Gürtellinie.
Und ich bin auch der Meinung, egal ob man jetzt sehr, sehr konservativ eingestellt ist oder halt weniger konservativ eingestellt ist, aber ich finde, hier wird schon die Zielgruppe oder eine bestimmte Zielgruppe schon speziell niedergemacht oder teilweise sogar ja, einfach beleidigt, muss man einfach so sagen. Und ja, deine Meinung würde mich aber mal interessieren, wie diese Reklame oder dieser Bericht auf dich wirkt. Findest du, dass das vernünftig geschrieben ist oder hätte man das vielleicht anders umschreiben sollen oder bist du auch total dagegen? Also deine Meinung würde mich da mal wirklich sehr interessieren. Und wenn ich jetzt auch vielleicht noch mal so 2, 3 Sätze zum Thema Homophobie in Polen sagen darf, was so meine eigenen Erfahrungen eigentlich sind, weil gerade auch in den deutschen Medien wird ja auch sehr viel darüber berichtet, dass Polen sehr homophob ist. Also ja, ich kann zugeben, dass die ältere Generation sehr konservativ ist. Ich würde aber nicht sagen, dass es hier dass es sich hier um Schwulenhass handelt. Also wenn ich mich mal mit älteren Leuten über Homosexuelle unterhalten habe, dann kriege ich eigentlich mehr so diese Reaktion, so dieses Abwinken, so von wegen, ach, das ist mir egal, sind nicht meine Probleme, so nach diesem Motto. Aber keine Reaktion irgendwie von Schwulenhass. Und die jüngere Generation, ich finde, die ist hier sogar eigentlich sehr offen gegenüber Homosexuelle. Ich persönlich kenne hier sogar auch Homosexuelle und die gehen auch sehr offen damit um. Also klar, überall gibt es auch Leute, die das Thema sehr extrem sehen und sehr verfeindet darauf reagieren. Aber im Großen und Ganzen würde ich jetzt sagen, dass es eigentlich hier so ich will jetzt nicht sagen, sehr beliebt ist, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man hier irgendwie gejagt wird, wenn man homosexuell ist. Das ist zumindest meine eigene Erfahrung zu diesem Thema. Aber deine Meinung zu diesem Thema würde mich wirklich sehr interessieren. Lass mal bitte einen Kommentar darunter und ja, einfach bitte nur sachlich bleiben, weil wenn das zu extrem wird, macht da mal auch mal YouTube gerne einen Bann davor und ja, das wollen wir natürlich nicht. In diesem Sinne danke ich dir auch, dass du dir mein Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.